Ja, herzlich willkommen. Ich bin A to Z und wir befinden uns im Spiel Star Citizen, wie wir hier oben schon sehen können. Und ich werde mich schon mal hier gleich mal einwählen. Star Citizen ist ein zukunftsbasiertes Weltallspiel, um das mal so zu benennen. Und die Menschheit hat sich hier niedergelassen im Stanton-System, während es aber so ist, dass nicht die Regierung diese Planeten führen, sondern die Regierung gewissen Firmen die Planeten zugesprochen hat. Im Stanton-System haben wir 4 Planeten. Diese haben wiederum mehrere Trabanten um sich herum und auch verschiedene Stationen haben wir, die wir bereisen können. Ich stehe jetzt hier erstmal in Ruhe auf. Ja, wir sehen, hier gab es schon vorher Gäste in diesem Hotelzimmer. Wir haben hier ein Persistenzsystem, das heißt, wenn Leute hier Müll hinschmeißen, bleibt der leider auch liegen. Um aber weiter das mit Star Citizen zu erklären, hier handelt es sich um ein Sandbox-Game. Ihr könnt jederzeit frei entscheiden, was ihr machen möchtet. Ihr könnt über den Handel gehen, ihr könnt Kopfgeld jagen natürlich auch. Ihr könnt den Sicherheitskräften hier aushelfen, wenn die Hilfe brauchen. Ihr könnt aber auch natürlich böse Wege eingehen, einschlagen, nennen wir es mal so. Und Piraterie betreiben, zum Beispiel mit Drogen handeln, Leute überfallen, etc. Sehen jetzt hier schon ein bisschen die KI hier rumstehen teilweise. Diese KI ist noch nicht voll implementiert, die sind noch sehr unintelligent und wir werden jetzt auch immer wieder mal so sehen, gerade in den Raumhäfen oder auf den Stationen, dass die sehr gerne im Weg rumstehen, nennen wir es mal so. Fahren wir mal in den Ground Floor. Ich habe jetzt hier auch jemanden, der gleich mitkommt, ein Spieler. Es ist alles hier mit realistischen Größen gemacht worden. Wir haben hier tatsächlich gut rübergebrachte Distanzen, Größenverhältnisse, was mir sehr gut gefällt. Und man hat hier wirklich versucht, auf jedes Detail irgendwie zu achten. Das werden wir jetzt zum Beispiel hier, wenn wir jetzt hier rauskommen, gleich sehen. Also all das, was wir jetzt hier irgendwie sehen, hat tatsächlich auch eine Bedeutung. Wir sehen zum Beispiel hier die Markierung, dass hier das Hotel ist, wo wir rauskommen, man da schlafen gehen kann. Die Karten, die abgebildet sind, sind tatsächlich auch echt. Es ist alles, alles da. Wir sehen hier überall Werbung, diese Firmen existieren dann auch wirklich. Wir können einkaufen gehen. Wir haben hier zum Beispiel unter anderem Waffenshops, wo man so die kleineren Standardwaffen kaufen kann. Die größeren, die muss man dann eher finden oder irgendwo anders herbekommen. Wir haben natürlich hier auch das Outlet. Diese Sachen sind tatsächlich erwerbbar. Kann sich also dementsprechend seinen Charakter so designen oder anziehen, wie man das gerne möchte. Wir müssen natürlich auch, wir sehen jetzt den Essensstand vor uns und wir müssen uns natürlich auch verpflegen. Trinken und Essen gehören hier mit dazu. Unser Charakter hat Hunger, Durst, er braucht Sauerstoff etc. Wir können unseren Charakter dementsprechend auch trainieren darauf. Es gibt natürlich verschiedene Essensvarianten, manche sind gut und manche sind auch nicht wirklich so effizient für uns. Wir befinden uns jetzt hier auf dem Planeten A-Corp und in dieser Stadt Area 18 ist eigentlich immer so mein Startpoint, wie man jetzt hier die Charakter und so erstellt und wie man das macht, das habe ich ausgelassen. Wir fangen jetzt einfach so mitten im Spiel an. Ich habe hier schon
sehr viele Spielstunden auf diesem Account. Und es ist aber nicht allzu schlimm, wenn ihr jetzt hier mit mir in der Mitte startet, denn all die Sachen vom Anfänger bis hin zu den Advanced Sachen machen wir sowieso. Und wir werden dann so die ein oder anderen Tricks dann auch durchgehen oder kleinen Orte, die man so wissen sollte. Hier zum Beispiel, wenn ihr sowas seht und ihr braucht dringend Heilung, dann könnt ihr hier reingehen. Das ist das Krankenhaus. Das habt ihr eigentlich auf jeder Station, mal größer, mal kleiner. Wo man hier vorne sich dann einloggen kann als Patient und dann einen Raum zugewiesen bekommt. Viel wichtiger wird für euch dann später eher das hier sein, und zwar nach der Pharmacy. Die Lichtverhältnisse. Muss mal gucken, ob man das richtig lesen kann. Die Pharmacy-Sachen gerade hier einzukaufen, so ein Display zu gehen, ist, ich klicke mich mal hier rein, das sieht dann so aus. Und ihr könnt euch dann hier noch durch die Kategorien schalten und dann nochmal die Unterkategorien auswählen. Und hier habt ihr dann Heilungssachen, die ihr euch kaufen könnt. Ist aber nicht zwangsweise so, ihr findet das meiste dann auch auf den Monden und Planeten, oder wenn ihr gewisse Raumschiffe und so findet, auch da ist das möglich. Viel wichtiger in der Hinsicht ist es, wenn ihr euch auf eine Station festlegen wollt oder ein sogenannter Respawn Point, den dann setzen wollt, dann ist es wichtig, eher sowas hier zu finden. Ich bin jetzt hier schon verankert, aber dann kommt hier noch ein Feld, wo man sich dann einwählen muss, um dann festzulegen, wo ihr wieder aufwachen wollt. Solltet ihr mal oder sollte euer Charakter dann mal sterben. Denn in Star Citizen ist es so, dass ihr die ganze Zeit mit dem Link dort oben, man sieht es hier, ihr seid mit einem Satelliten verbunden, also verlinkt, und euer Gedankengut wird hochgeladen, jedenfalls nach der Geschichte. Und wenn euer Charakter stirbt, dann wird dieses Gedächtnis hochgeladen und ein Klon wird aktiviert und wacht dann halt in einem dieser Areale auf. So, gehen wir mal hier aus, damit wir... Genau. So, die nächste Sache ist halt, wir haben hier überall Handlungsposten. Man sieht jetzt hier TDD. Da drüben ist der North Tower hier von ARCOG. Bei der Area 18 hier handelt ihr eure Materialien. Also solltet ihr euch eher dafür entscheiden, in den Mining-Betrieb zu gehen, also in den Abbau von gewissen Erzen, Mineralien etc., dann könnt ihr hier zum Beispiel euer Zeug verkaufen. Diese Handelsstationen, die gibt es fast überall. Und es ist hier auch möglich, zum Beispiel dieses sogenannte Salvaging zu betreiben. Das heißt, ihr sucht nach kaputten Raumschiffen und nehmt die dementsprechend auseinander. Dann sind das hier auch die 2 Handelsposten, die ihr braucht. Obwohl man bei den Schiffen noch unterteilen muss zwischen der Hülle und dem Wrack, was man dann eigentlich einsammelt. Das hat 2 verschiedene Materialien. Das eine sind, ich glaube, recycled Materials, und das andere sind Construction Materials. Und die Construction Materials gehen hier in den North Tower rein, und die recycled, das müssten die Hüllenteile sein, die verkauft man dann hier. Aber das geht schon relativ weit jetzt. Wir werden uns mal nach vorne verlegen, und wir können hier natürlich auch aus der Ego-Perspektive raus, für die Leute, die es nicht mögen, oder das umschalten. Wir können dann auch dementsprechend rauszoomen oder reinzoomen. Ich bleibe jetzt mal hier kurz in der Ego-Perspektive, damit man bestimmte Sachen besser sieht.
Diese Werbung halt, wie gesagt, was ich sehr gut finde, immer diese Getränke, Essen, was man so sieht, das gibt es tatsächlich und ist auf den einzelnen Planeten zu erwerben. Die Ingame-Währung nennt sich momentan noch Alpha USC, da wir noch uns in der Alpha befinden. Später wird das dann nur USC heißen. Wir haben ein richtiges Konto quasi, auf das überwiesen wird, und wir können auch Geld an andere Spieler zum Beispiel überweisen. Auch das ist möglich. Ihr startet meistens, je nachdem in dem Spiel, mit 1000, 5000, 10.000 Alpha USC. Es kommt immer darauf an. Wir müssen uns hier mit einem Paket einkaufen. Also wir kaufen das Spiel einmalig mit einem Raumschiff, und eigentlich ist der Preis nur also die Preishöhe daran gekoppelt, welches Raumschiff wir am Anfang haben wollen. Um es mal so zu erklären, umso größer natürlich und umso funktioneller die Schiffe werden, umso höher wird dieser Preis dann höchstwahrscheinlich sein. Wir können, und das finde ich gut, wir können aber Raumschiffe in-game kaufen. Fast alle Raumschiffe, die wir so mit echtem Geld kaufen können, können wir auch in-game erwerben, die natürlich dann ihre speziellen Preissegmente dort auch haben. Und ich muss aber sagen, ich finde das sehr, sehr gut von CIG, von dem Entwickler, gemacht, dass wir hier nicht permanent im Shop mit Echtgeld die Schiffe erwerben müssen, sondern sie uns hier wirklich tatsächlich erspielen können und dementsprechend sehr große, sehr teure Schiffe auch die Möglichkeit haben, da ranzukommen. Wir befinden uns jetzt hier im Riker Memorial Spaceport und bewegen uns jetzt. Ich bleibe mal kurz hier stehen. Ich muss das hier noch kurz erklären, weil wir gerade davor stehen. Hier ist es zum Beispiel so, ich hatte ja die Piraterie angesprochen. Wir können natürlich auch illegale Sachen machen, verbotene Sachen. Und wir bekommen dann einen sogenannten Crime Stat, also wie sagt man, ein Verbrechensstatus in verschiedenen Leveln. Und ab einem oder bis einem gewissen Grad, ich glaube 1 bis 3 oder 1 bis 2, ich habe es noch nicht ausprobiert, können wir uns hier an diesem Terminal dann freikaufen. Wir können quasi dann gegen eine hohe Gebühr, also jedenfalls am Anfang ziemlich hoch, uns dann noch rauskaufen, können unsere Strafe zahlen. Das ist dann ähnlich, als hätten wir eine Ordnungswidrigkeit gemacht, die wir dann bezahlen. Ab Level 3 oder Level 4 ist das einfach nicht mehr möglich. Wir können an unseren Crime Stat nicht mehr bezahlen. Wir gelten dann tatsächlich als Straftat, als Verbrecher und müssen dann ins Gefängnis. Und das ist tatsächlich auch spielbar. Also wir können im Gefängnis dann weiterspielen. Das ist sehr gut umgesetzt. Wir können aus diesem Gefängnis sogar flüchten. Wir können uns aber auch unsere Haftstrafe runterarbeiten, dass wir schneller da raus sind. Und die Haftstrafe ist quasi in Echtzeit festgesetzt, nur dass wir nicht 5 Jahre haben oder so, sondern 24 Stunden zum Beispiel, dass wir im Gefängnis verbringen müssen, oder 36 Stunden oder 12 Stunden oder so, aber die dann werden dann in Echtzeit festgesetzt, so dass euer Charakter dann für die nächsten 12 Stunden dort irgendwo fixiert ist. Ja, gehen wir nochmal. Hier sind nochmal solche Automaten. Wir können, was ich auch sehr, sehr gut finde, was kaum Spiel hat, wir können uns tatsächlich auch Schiffe ausleihen gegen ein gewisses Geld, was gerade am Anfang sehr, sehr hilfreich ist. Wenn ihr am Anfang, wenn ihr startet, werdet ihr relativ Probleme haben, überhaupt 100.000 Alpha UC irgendwie zu generieren. Ihr werdet erstmal euch zurechtfinden müssen, etc. Ihr braucht eine gewisse Art von Ausrüstung, und
Das ist natürlich ziemlich schwer, wenn man jetzt mit 1000 oder 5000 Alpha UC startet und mit einem kleinen Raumschiff ist es und man nicht gleich weiß natürlich auch, wie man effektiv Geld macht, dann werdet ihr mitkriegen, dass schon das Raumschiff ausleihen schon ein Problem sein wird. Später ist es dann so, wenn ihr eure ersten 50.000 oder 100.000 habt und schon die erste Idee habt, wie ihr Geld machen wollt, dann solltet ihr wissen, dass ihr nach solchen Rentals gucken solltet. Diese Rentals gibt es auch auf Stationen. Zum Beispiel, diese Stationen haben nochmal, jedenfalls einige von denen, so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Art Mining Area, die ihr mit dem Fahrstuhl erreichen könnt. Und dort könnt ihr euch auch für relativ wenig Geld sogar Schiffe und Fahrzeuge leihen, mit denen ihr wesentlich schneller und wesentlich mehr Geld machen könnt. Und diese Leihgebühr ist im Verhältnis gesehen so niedrig, dass ihr da immer mit Plus eigentlich rauskommt, wenn ihr ein bisschen Glück habt. Und dementsprechend euer Konto wesentlich weiter aufstocken könnt und dann das eine Fahrzeug oder das eine Schiff dann schon euch leisten könnt, womit ihr viel mehr Laderaum zum Beispiel habt oder viel besseres Bounty machen könnt oder was auch immer ihr dann vorhabt. Wenn ihr euch das erste Mal eingewählt habt, sage ich gleich dazu, und müsst ihr euch erstmal auf einen Planeten quasi festlegen. Ihr legt euch aber nicht direkt fest. Ihr könnt jederzeit wechseln. Also es ist nicht das große Problem. Ihr könnt zu jeder Sekunde euch, wie gesagt, neu entscheiden, wie ich schon angesprochen hatte in diesem Sandbox. Und könnt immer wieder eine neue Heimatbasis euch suchen. Also das ist nicht das Problem. Lasst euch da am Anfang nicht abschrecken. Und ja, ihr kommt dann irgendwann wahrscheinlich hierher oder ihr seid jetzt auf einem anderen Planeten, dann sieht das ein bisschen anders aus. Also es sieht nicht alles gleich aus, das möchte ich auch sagen. Es ist wirklich, jeder Planet hat seinen eigenen Charakter. Jeder Planet hat auch andere Atmosphären, dazu komme ich dann noch gleich. Und sieht dadurch, Entschuldigung, sieht dadurch natürlich völlig anders aus. Bei Area 18 seht ihr das hier und hier in den vorderen Displays, hier ruft ihr eure Schiffe. Das wird am Anfang wahrscheinlich noch recht wenig sein, da die Liste wird dann mit der Zeit dann immer länger. Die ganzen Sachen hier werden immer, ihr haltet die F-Taste gedrückt und dann bedient ihr hier alles. So kommt ihr an alle Bedienfälle. Ihr seht jetzt, bei mir ist es schon relativ viel. Das liegt aber auch daran, dass ich mit mehreren Leuten spiele, die mir unter anderem auch geholfen haben. Also die Hammerhead ist jetzt zum Beispiel ein sehr großes Schiff und die ist nicht für mich alleine, sondern die gehört eigentlich unserer Kooperation, unserer Gilde, wie man das auch nennen will. Sie steht nur bei mir jetzt momentan im Hangar, weil man die noch nicht überschreiben kann. Also man kann jetzt Schiffe in-game noch nicht jemand anderen übergeben. Wir werden mal auch schauen, dass wir hier ein Schiff raussuchen. Vielleicht nicht so groß. Es sind natürlich verschiedene Größen hier auch. Ihr seht schon am Cargo. Manche, die können schon ordentlich was laden. Und ich werde mal schauen, dass wir vielleicht... Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Wir werden mal die Vanguard Warden nehmen. Das ist jetzt Rubik Heavy Fighter. Und jetzt sagt man euch hier den Hangar an. Und hier, ihr müsst dann nach solchen Fahrstühlen suchen. Ihr ruft euch dann hier so einen Fahrstuhl.
Ihr solltet natürlich immer gucken, dass ihr einen Helm dabei habt. Ihr kriegt ganz am Anfang eine Grundausstattung. Das ist ein sogenannter Undersuit. Das ist quasi der Fluganzug an sich und einem Helm. Also könnt ihr schon das eine oder andere damit machen. Ich würde am Anfang auch noch nicht teure Ausrüstung an eurer Stelle kaufen, denn hier ist das Problem, solltet ihr mit dem Flugbetrieb Probleme haben und euer Charakter stirbt jetzt, dann ist diese Ausrüstung auch weg. Und ihr habt das Problem, dass ihr dann vielleicht eure ersten 10.000 Credits da reingesteckt habt, seid gleich gestorben durch einen Flugfehler, den den meisten einfach passiert. Da solltet ihr auch keine Angst vor haben. Das kommt einfach vor. Dann ist dieser Anzug dann weg und ihr habt euer erstes Geld quasi für nichts riskiert, um es mal so zu nennen. Ja, wir sind jetzt hier im Schiff. Diese Schiffe sind die meisten jedenfalls schon alle voll bedienbar. Wir haben hier dementsprechend zum Beispiel so ein Waffenrack, da könnt ihr eure Waffen reinstellen. Ich mache es momentan noch nicht. Wie gesagt, wir haben manchmal noch so Serverprobleme und wenn das Schiff verschollen ist, sind auch die Waffen weg. Denn wenn ihr euer Schiff verliert und ihr geht dann auf Claim, dann kriegt ihr nicht euer Schiff zurück, sondern ein neues Schiff. Und das bedeutet, wenn ihr in dieses Claim reingeht, dieses Schiff wieder ruft, die versichert sind, dann ist es einfach so, dass ja das neue Schiff diese Sachen nicht drin hat, die ihr reingestellt habt. Und das ist momentan hier noch so ein Problem. Ja, Bad, Dusche, hier ist alles so ein bisschen mit drin. Abstellsachen, ihr seht schon, ihr könnt hier auch alles bedienen. Es lässt sich alles, die Turrets und so weiter, lässt sich alles begehen. Ihr könnt sogar hier euren Quantum Drive, zu dem komme ich gleich noch. Selbst den könnt ihr hier angucken. Dann geht es hier in den Pilotensitz. Jedes Cockpit sieht anders aus. Ist anders animiert. Und dann schalten wir hier mal die Power an. Falls ihr mit den Tastaturkürzeln noch nicht so vertraut seid, könnt ihr das natürlich alles über die Maus auch steuern, indem ihr F gedrückt haltet und dann hier, ihr seht schon, hier kommt jetzt Power Off, Engine On, Engine Off. Also ihr könnt das auch hier starten. Für die Leute, die die Tastaturkürzel vielleicht wissen wollen, jetzt nicht gleich im Menü rumsuchen, ist die generelle Power erstmal ist auf U gelegt. Die Triebwerke sind auf I gelegt, die Schilde auf O und die Waffen auf P. Also U, I, O, P werden sowieso eure ständigen Begleiter in der Hinsicht sein. Ich drücke jetzt mal hier auf I und dann sieht man, wie die Engines online gehen und wir dann dementsprechend uns dann auch bewegen können. Wir haben ein sogenanntes Mobiglas, das ist so ein bisschen euer Ingame-Menü. Hier wird mit F1 geöffnet und hier seht ihr schon eine sehr gute Übersicht, also eure Herzrate, die tatsächlich sich angleicht nach dem, wie ihr euch auch bewegt. Wenn ihr joggen geht zum Beispiel, dann steigt die unter anderem auch an. Ihr seht jetzt hier euren Kontostand. Das wird am Anfang halt, wie gesagt, noch relativ wenig sein. Wir waren ja schon ein bisschen fleißig. Euren Crime Stat könnt ihr hier auch einsehen. Ich bin ein braver Bürger, momentan jedenfalls, und deswegen habe ich den auf 0. Wir sehen hier die External Atmosphere. Auch die ist relativ wichtig für euch. Wir haben jetzt den Druck von 1 ATM. Das liegt aber daran, dass wir im Raumschiff sind und noch auf dem Planeten noch zusätzlich zu. Wir sehen natürlich hier auch, dass wir eine sehr freundliche
berechenbare Atmosphäre haben. Das wird sich jetzt auch gleich ändern, wenn wir dann auf einen der Monde fliegen. Und hier drunter sehen wir den Anzugsstatus, wir sehen den Power Output, das EVA Fuel, das ist noch nicht ganz installiert, also es wird sich noch nicht verbrauchen. Später wird sich das aber verbrauchen. Das ist, wenn wir ins Weltall mit dem Raumanzug rausgehen und dort steuern müssen, hin und her fliegen müssen, allein im Raumanzug, dann wird sich dieses Fuel verbrauchen. Und wir haben natürlich den O2-Tank und das Suit Oxygen, dass wir hier halt wirklich atmen können. Wir sehen jetzt auch hier 3 Stunden 40 Remaining. Das baut sich immer wieder neu auf, also es wird immer auch mal höher gehen. Das liegt einfach daran, dass sich dieser Anzug auch wieder auflädt. Wenn wir in ordentlicher Atmosphäre sind, dann sorgt er dafür, dass er immer die Tanks voll hält. Dementsprechend haben wir hier unten unsere Sachen, die wir anklicken können. Das ist der Chat quasi oder die Chat-Kanäle. Wir haben das Vehicle Loadout. Wir können unsere Schiffe noch verbessern. Wir können andere Waffen einbauen, andere Warp-Antriebe etc. etc. Dann haben wir eine Übersicht. Wenn wir hier hinklicken, eine Übersicht, wo haben wir alle unsere Sachen. Wenn ihr im späteren Verlauf hin und her fliegt und auf Station auch mal was zwischenlagern müsst und so weiter und so fort, dann kann man dort die Übersicht verlieren. Damit das nicht passiert, habt ihr das, hier nennt es sich Knickknack-System, dass ihr einfach seht, auf welcher Station habe ich was, ohne da ständig hinfliegen zu müssen. Wir haben die Skyline. Die Skyline ist eure Weltraumkarte. Die zeige ich euch jetzt auch gleich dann noch. Mit der navigiert ihr auch und könnt auch sehen, wo sich eure Freunde dann aufhalten, wenn sie mit euch zusammen auf dem Server sind. Das ist auch ganz wichtig, wenn ihr anfangt mit Freunden zu spielen. Ihr müsst auf demselben Server sein. Diese Server sind begrenzt, ich glaube bis zu 100 Mann. Und ihr müsst dann gucken, dass ihr eurem Freund joint, wenn ihr da reingeht. Und dann diesen Party-Invite macht und dann könnt ihr auch euch auf der Karte sehen. Wir haben den MO-Trader oder MD-Trader, MO-Trader, das ist euer Konto und hiermit könnt ihr auch euren Leuten, jetzt habe ich es aus Versehen geschlossen, euren Leuten Geld überweisen. Das macht sich später in der Hinsicht bezahlt, wenn ihr jemanden oder mit Leuten Missionen macht, wo einer jetzt zum Beispiel eigentlich das Geld dann durch den Verkauf bekommt und möchte es aber den anderen zukommen lassen und so funktioniert das. Wir haben den Contracts Manager, wir haben verschiedene Verträge, das sind eure Missionen, die ihr machen könnt. Ihr seht jetzt schon, hier geht es auf, bei General habt ihr dann diese Deliveries, ihr könnt dann im Ansehen auch steigen, wenn ihr diese erfolgreich abschließt. Manche von denen sind sehr gefährlich, manche sind gar nicht gefährlich. Das kommt immer drauf an. Und wir können hier zum Beispiel auch Leuten beim Kampf helfen. Auch das gibt's. Hier sieht man dann schon Street Low. Wir haben diese Salvage-Sachen, wo wir losfliegen können und können Schiffe abbauen, die irgendwo im Havariestatus sind oder die einfach, wo der Antrieb ausgefallen ist. Und dementsprechend, wir können natürlich auch Racing machen, wir können beim Research helfen, wir können dafür sorgen bei diesem Main Intense, also so ein bisschen Hausmeister-Service. Das kann am Anfang sogar sehr gut für euch sein, weil das meistens nur ein paar kleine Kisten sind und gerade am Anfang, wo ihr gar keine Alpha-UC habt oder so ganz wenig Alpha-UC habt, ist es schon ganz schön, wenn man hier einfach nur ein paar Kisten einsammelt und man kriegt dann diese 3000 Alpha-UC und man hat dann auch noch, wenn es jetzt nicht gerade Toxic Waste ist, also das würde ich vielleicht nicht nehmen, aber diese Scrap Metals und so, die könnt ihr dann noch zusätzlich verkaufen und habt dann dementsprechend relativ schnell schon mal ein bisschen Geld und könnt euch dann dementsprechend schon vielleicht ein bisschen ausstatten. Es gibt diese Bounty Hunter Mission natürlich, hier müssen wir uns erst qualifizieren, ganz am Anfang. Das sind diese Training Permit Certifications.
Bei denen, sage ich euch gleich, müsst ihr diese 500 Alpha-USC bezahlen und ihr bräuchtet gerade am Anfang schon Bewaffnung und ein kampffähiges Schiff. Die Gegner sind noch nicht sehr gefährlich, gerade am Anfang. Man kann das relativ einfach machen, aber auch diese Bounty-Missionen können sich sehr, sehr lohnen. Wir haben natürlich auch noch die Mercenary. Die Mercenary ist das, was ich angesprochen hatte, wenn man den Securities hilft. Man sieht jetzt schon, dass hier die Security Hilfe braucht. Wenn ihr diese Mission annehmt, das kann sich echt wirklich lohnen. Bei 15.000 Alpha UC, ihr fliegt dorthin, ihr braucht meistens nur einen Kampfanzug und eine gute Bewaffnung, also ein Gewehr oder so. Ich werde euch auch gleich zeigen, wie ihr die ohne Alpha UC auszugeben bekommt. Und dann helft ihr denen, diese Feinde dann loszuwerden. Sieht immer ein bisschen anders aus. Bei manchen sind es so Bunkers, wo man mit dem Fahrstuhl runterfahren muss und. Ist meistens, dass ihr das zu Fuß erledigt. Ja, Search haben wir natürlich, indem wir irgendwas finden müssen. Investigation haben wir natürlich auch. Das ist dann meistens so, wir müssen Flight Recorder holen, das ist Wrack, das ist abgestürzt. Auch da ist mit Piraten zu rechnen. Und im Großen und Ganzen haben wir das jetzt hier schon durch. Es gibt noch diese Personal, die sind dann wesentlich gefährlicher. Darauf gehe ich jetzt aber auch nicht weiter ein. Das springt so ein bisschen in den Rahmen. Wir haben natürlich als nächstes ein Vehicle Maintenance, dass man den mal gesehen hat. Wir müssen unser Schiff reparieren. Wir müssen uns natürlich aufstocken in Form von jeglicher Munition. Und da gehören auch die, ja, ich nenne es mal die Flares dazu, also die Abwehrkörper für Raketen. Wir haben ein Quantum Fuel, womit wir, das ist eine Art Warp-Antrieb, der natürlich Sprit verbraucht, den wir dann auffüllen müssen. Und das normale Hydrogen, das ist einfach der Treibstoff, der dafür sorgt, dass wir einfach nach oben, unten, links, rechts fliegen können. Auch das muss immer wieder mal aufgefüllt und aufgetankt werden. Also auch daran solltet ihr denken, dass ihr genügend Alpha UC habt. Journal ist dann so, was habe ich alles schon gemacht. Und dann das Delphi-System ist in dem Fall, hier können wir dann sehen, wie unsere Status-Sachen sind, wie weit sind wir in irgendwelchen Missionen schon vorangekommen oder welches Ansehen haben wir schon geerntet. Jetzt gehen wir mal in die Karte. Und hier sieht man, ich muss mal ein bisschen näher ran, diese 4 Planeten, die ich angesprochen habe. Wir haben Arcor, Person, Crusader, die sind alle, wie gesagt, nach den Firmen benannt und Microtech hier ganz hinten. Die 3, die hier sind so die Hauptplaneten. Auch hier habt ihr dann die Möglichkeit, Schiffe zu kaufen. Das ist, glaube ich, bei Microtech ist, glaube ich, der einzige, der das nicht hat, dieses Schiffshandelssystem, sondern diese alle Schiffe, die käuflich zu erwerben sind, gehen über diese 3 Planeten, obwohl diese 2 die meisten Auswahlmöglichkeiten haben. Ihr seht jetzt aber auch schon hier mit diesen Crew L4, Hurl L5, hier sind Stationen, das sind eigentlich, ich zoome mal ran, das sind so Astro-Ansammlungen, wo ihr hier Mining betreiben könnt, und dort habt ihr dann natürlich auch versteckt die Stationen dazu. Ich versuche es mal einzufangen. Mal sehen, wir müssen wir die Karte mal ein bisschen drehen. Sieht man? Jetzt sieht man es. Und hier ist dann zum Beispiel die Station. Auch dort könnt ihr hinwerben, handeln, hinfliegen, handeln und Sachen erwerben. Wir werden jetzt aber mal in der Nähe von Arcor bleiben, in dem Fall. Und hier haben wir diese Trabanten, von denen ich geredet habe. Wir werden uns da mal nach Walla bewegen. Und manchmal, ihr könnt hier dann nicht auf Set Route klicken, oder er nimmt es dann jedenfalls nicht an. Dann einfach nur vom Planeten abheben, so wie wir das jetzt machen. Und die Atmosphäre verlassen.
und dann das nochmal versuchen, weil er jetzt in diesem geschlossenen Hangar wahrscheinlich die Route nicht berechnen kann. Das passiert manchmal. Das ist alles gar nicht so schlimm. Wie starte ich? Das ist unsere nächste Frage. Wir haben hier, in jedem Schiff sind die ein bisschen anders, aber ihr habt immer diese Displays. Und auch die sind bedienbar über das Menü. Wir können hier in die Comms gehen. Und ich versuche mal ein bisschen näher das anzufangen. Und wir sehen jetzt, hier steht was, Area 18 Landing Service. Und wir klicken hier auf das WLAN-Symbol und dann kommunizieren wir mit denen und dann dürfen wir losfliegen. Und jetzt werdet ihr sehen, wie der Hangar sich öffnet. Weil ganz viele wissen einfach nicht, wie sie starten sollen. Wie komme ich aus dem Hangar raus? Und das ist der Trick. So. Wir heben jetzt hier mal ab und werden uns dann langsam mal hier raus bewegen. Man sollte sich hier auch immer ein bisschen vorsichtig sein mit der Steuerung. Ich sehe immer relativ viele Leute, wenn sie anfangen, dann crashen. Und dann verlassen wir hier mal die Atmosphäre. Ich werde hier mal ein bisschen rauszoomen, dass wir hier vielleicht ein bisschen mehr einfangen können. Lässt mich gar nicht mehr rauszoomen. Und wir sehen jetzt hier, wie wir den Raumhafen verlassen durch die Wolkendecke. Und das Ganze, wie gesagt, ohne Ladescreen oder ohne irgendwas. Das, was mir bei Star Citizen zum Beispiel sehr, sehr gefällt. Das muss ich wirklich sagen. Das ist super umgesetzt. Wir sehen hier, wie der Planet immer kleiner wird. Oder die Stadt in dem Fall noch. Bisschen langsamer werden und das Ganze jetzt nochmal mit der Karte probieren. Und ich denke, wir werden relativ schnell unseren Weg finden. Wir werden jetzt mal zu Shady fliegen und auf einmal geht es auch. Denn dort, wenn wir ein bisschen Glück haben, werden wir nämlich Ausrüstung finden. Das ist so beim Neuanfang immer ganz praktisch, gerade wenn man ganz wenig Geld hat, dann dort in bestimmte Areale zu fliegen. Manche sind gesperrt, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Aber auch diese Mining Stations sind zum Beispiel mal ziemlich gut, wenn ihr Anfangsequipment braucht, dort mal nachzugucken und dort euch aufzustocken, auch mit Essen und Trinken. Das werde ich euch gleich alles zeigen. Und so eine Menge Geld zu sparen. Ja, ihr habt jetzt gesehen, dieser kurze Sprung, das war kein Ladescreen oder sowas, das war einfach nur unser Quantum Drive, der uns jetzt relativ schnell dorthin gebracht hat. Wir könnten das auch in Echtzeit fliegen, das würde aber den Rahmen jeder Aufnahme sprengen. Ich glaube, da ist mal ein paar Jahre unterwegs, denn dieser Raum, den wir jetzt gesprungen sind, der war nicht animiert oder so, der ist tatsächlich, der ist existent. Und auch hier, wenn man jetzt nochmal den Quantum Drive näht, ihr seht auch immer, der lädt hoch. Also auf der einen Seite berechnet er das, darauf müssen wir mal warten. Und auf der anderen Seite muss er die Energie hochfahren. Und wenn die beiden Prozente voll sind, können wir dann dementsprechend dorthin springen. So, ich habe jetzt...
Ich werde mir den aber nochmal markieren, weil, wie beim Navi, Sie haben Ihr Ziel erreicht und dann geht meistens die Zielführung aus. Deswegen müssen wir sie nochmal, damit wir sie vor uns haben. Da ist sie. Genau, weil wir wollen ja so ungefähr wissen auch, wie weit sind wir weg oder auch nicht. Denn die Höhenanzeige, die wir im Display hier sehen, die so schön nach unten rattert, die haut nicht ganz hin. Ich verlasse mich dann lieber, lasse den Quantum Drive noch ein bisschen an und verlasse mich lieber auf die Kilometerangabe, die mir der Quantum Drive hier zeigt. Weil ich habe hier schon viele dann im Planeten einschlagen sehen. Denn das ist eine Weltraumsimulation und dementsprechend verhalten sich diese Raumschiffe auch. Und man hat dann auch gewisse Bremswege. Umso größer man wird, umso länger werden die dann nämlich. Und ich habe hier auch schon Raumschiffe gesehen, die bei voller Geschwindigkeit einen Bremsweg von 20, 30 oder sogar 40 Kilometer haben. Und das sollte man mit einberechnen. Deswegen fliegen wir hier auch nicht Vollgas drauf zu, sondern nähern uns dem Ganzen langsam an. Und jetzt sieht man auch langsam das Licht der Station. Und wir sehen hier, dass wir dann tatsächlich auch bremsen müssen. Ich gehe mal in die Außenansicht, dann sieht man das vielleicht schon ein bisschen besser. Und da unten ist diese kleine Forschungsstation. Und der werden wir uns jetzt annähern. Und dann dort landen. Und wir scheinen hier auch relativ allein zu sein. Das ist zum Beispiel der Vorteil an dieser Station, dass hier meistens nicht gerade viel los ist. Wir müssen ein bisschen aufpassen, das ist ein bisschen windig hier bei diesem Planeten. Wir haben den Coupled Mode an, da geht das immer noch, das ist so, der hilft uns so ein bisschen beim Fliegen, wenn wir uns nicht, wenn wir uns da nicht gerade schlecht anstellen. Ja, es ist immer, wenn die rückwärts steht, die Kamera. Ein bisschen das Schiff ausrichten, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man jemanden in der Außenansicht was zeigen möchte, dann da so zu landen. Man sieht das jetzt schon, dass so ein bisschen nach vorne, wir wollen nicht da auf dem Licht landen. Und dann setzen wir den hier ab. Und wenn ihr soweit dann gekommen seid, dann empfehle ich euch auch, bevor ihr auch bitte aussteigt, schaltet eure Triebwerke auf der Tastatur mit dem Buchstaben I wieder aus. Denn diese Triebwerke machen das, oder ist einfach das Problem, wenn Sturm ist, dann hebt euer Raumschiff ein Stück ab. Die Triebwerke halten das dann auf dieser Position und ihr könnt einfach nicht mehr in euer Raumschiff einsteigen. Gut, wir verlassen mal unser Schiff. Wir sind hier in einer nicht geschützten Zone. Das heißt, hier ist der Waffeneinsatz auch erlaubt. Daran sollten wir denken. Dementsprechend können wir hier unsere Pistole ziehen. Das ist ganz einfach über 1, 2 und so weiter. Über diese... bei der Tastatur über die Nummern gemacht. Bei 2 ziehen wir dann unser Gewehr. Und ist auch wie gesagt, alles bedienen, wie man das schon aus dem Ego-Shooter kennt. Hier sollte uns die Pistole jetzt am Anfang reichen. Wichtig auch, denkt daran, euer Schiff, ich packe jetzt mal die Waffe weg hier, euer Schiff zuzumachen, denn solange wie euer Schiff offen ist, kann auch jeder andere da rein und dann dementsprechend mit eurem Schiff wegfliegen. Habt ihr das geschlossen, kann er die Türen nicht bedienen. Und euer Schiff ist dann relativ sicher. Was ich noch kurz zeigen wollte, ist,
Hier sieht man jetzt diese External Atmosphere und den Druck, und wir waren ja erst bei 1 ATM und sind jetzt bei 0,09, und wir sehen jetzt auch hier, wenn wir jetzt den Helm hier abnehmen, dann wird das eher für uns eine ganz schlechte Nummer werden. Und von daher, dass man das hier gesehen hat, also wir können jetzt sehen, dass wir auf diesem Mond eine Art Atmosphäre haben, aber keine lebensfreundliche. Dann gehen wir hier durch die Luftschleuse. Man sieht jetzt auch, wie sich die Gradzahl da unten wieder angepasst hat. Und wir uns jetzt hier bewegen können. Und wir haben eine schon dieser Kisten, von denen ich geredet habe. Diesmal grün, viereckig. Und so kommen wir in unser Menü. Und wir sehen hier schon, wir haben hier zum Beispiel ein Kampfmesser, Multitools, die sehr wichtig sind. Und die können wir uns jetzt erstmal, wir haben hier den Personal, das ist so euer Rucksack, den ihr später haben werdet, Brustpanzerung, Beinpanzerung. Und wir schieben uns das jetzt hier erstmal in den Local Inventar und gehen da raus. Und hier wird es bestimmt noch mehrere Kisten geben. Diese Kiste, die gibt es noch ein Stück größer mit so einem Medical-Zeichen drauf. Auch die ist zum Beispiel immer ganz gut für die Versorgung. Und dann gehen wir mal hier ins Lager rein. Und ich sehe schon eine längliche rote Kiste dort. Das ist schon mal gut. Nach sowas suchen wir. Die gibt es auch ähnlich in Grau. Hier liegt jetzt erstmal nichts rum. Aber wir haben hier schon. Und hier werdet ihr immer Panzerung und Waffen finden. Und da gucken wir jetzt mal rein. Und jetzt kommen wir zu dieser Sache, wenn wir in die Bounty gehen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel einen schönen Undersuit. Wir haben die Magazine. Wir haben Scharfschützengewehre, die wir uns hier, also einfach per Drag and Drop, auch sogar gleich zweimal. Und noch ein Sniper Rifle. Und können uns dementsprechend hier zum Beispiel auch diesen Anzug. Wir haben hier zum Beispiel auch Light Armor für die Arme. Wir nehmen jetzt noch die Magazine und sogar fürs Multitool so ein Medic-Kit, was wir uns mit rübernehmen können. Davon habe ich jetzt schon genug. Ich nehme es jetzt mal nicht mit. Aber das war schon eine Ausbeute. Und hier ist diese andere Kiste sogar mit diesem Kreuz drauf, mit diesem Medic-Zeichen. Und auch das ist sehr, sehr wichtig, denn hier habt ihr diese Erste-Hilfe-Gun. Ihr habt hier verschiedene Pens, die ihr vor allem dieser Med-Pen ist immer ganz gut, aber auch diese Medic Gun. Und hier ist die Munition für diese Medic Gun. Das mitzunehmen ist immer sehr, sehr gut. Auch der Med-Pen für die schnellere Hilfe ist sehr, sehr gut. Ihr seht jetzt auch hier, es sind immer auch Beschriftungen dabei. Ihr müsst natürlich in Englisch ein bisschen belesen sein, aber ihr könnt euch das genau angucken, wozu die da sind. Den Rest brauchen wir nicht. Machen wir also zu. Schon eine gute Ausbeute. Öffnen das Ganze hier. Und gucken uns mal die anderen Räume an. Die sind meistens nicht so ergiebig. Da muss man eher Glück haben, dass hier tatsächlich alle Ecken gucken. Nein. Ja, wie gesagt, die sind dann nicht so ergiebig. Jetzt haben wir den letzten Raum. Auch der ist meistens nicht so ergiebig. Da müssen wir Glück haben. Das sind so. Diese Kisten kann man leider alle nicht anwählen. Na, sieht diesmal nicht so aus. Ich meine, wir hatten etwas Glück, muss ich sagen. Also ich hatte auch schon Zeiten, wo ich hier war, da war gar nichts da. Auch daran muss man sich gewöhnen, dass man zum Beispiel herfliegt und dann tatsächlich leer ausgeht. Gut, wir können uns ja nicht beschweren. Ein bisschen was haben wir ja einsammeln können. Ja, und wie gesagt, in solchen Stationen solltet ihr auch beim Verlassen
schauen, dass ihr doch immer vorsichtig die Station verlässt. Aber hier ist tatsächlich keiner. Ich gehe jetzt mal hier in die Außenansicht. Und man sieht jetzt hier, ist es auch so, wenn man hier läuft, er läuft etwas schneller. Das fällt einem einfach gar nicht auf. Aber woran man wirklich erkennt, dass man auf dem Mond ist, ist das hier. Wir können hier tatsächlich uns dementsprechend bewegen. Und man hat jetzt hier auch schön also diese Lichtverhältnisse, die hier herrschen mit Licht und Schatten. Man hat da wirklich sehr drauf geachtet, dass man tatsächlich diese ganzen Lichtsysteme hat. Momentan können wir uns schnell bewegen, es ist mal nicht stürmisch und sehr ruhig. Diese Planeten haben alle ihre eigenen Wetterlagen, ihr eigenes Wettersystem und dementsprechend auch gekoppelt ihre eigenen Gradzahlen. Wir sind jetzt hier, dieser Planet ist ein bisschen kälter, ist ein eisiger Wüstenplanet, um es mal so. Wir haben auch heiße Wüstenplanete, wir haben auch welche mit richtiger Vegetation und wir haben auch so richtig kalte Schneeplaneten, wo es dann auch schneit und wir uns hier auch dann das Visier dementsprechend auch mal abwischen müssen. So, jetzt machen wir erstmal die Tür zu hier. Und wir können jetzt hier in unser Inventar gehen. Schalten hier mal um aufs Fahrzeug und hier seht ihr schon den Local, das ist das, was wir eingesammelt haben. Wir können nämlich von unserem Raumschiff aus jetzt auf diesen Local zugreifen und können auf Move All gehen. Und jetzt ist es alles in unser Vehikel-Inventar geladen. Das heißt, das gehört jetzt alles uns und wir können das tatsächlich mitnehmen, weil das hätte ja niemals alles in unser Rucksack gepasst. Und so können wir das für uns beanspruchen. Wir haben jetzt natürlich hier auch das Multitool, hatte ich schon angesprochen. Das ist dieser wunderschöne kleine Knirps hier. Mit dem können wir einen ganz Haufen Zeug machen. Unter anderem können wir hier verschiedene Sachen einbauen. Ein Tractor Beam zum Beispiel, der uns hilft, Ware zu transportieren, ohne dass wir sie festhalten müssen. Denn bestimmte Container sind so schwer, dass wir sie so nicht bewegen könnten. Und der Tractor Beam hilft uns dabei. Wir haben natürlich unser Lifeguard Medical Attachment, womit wir uns heilen können oder auch andere Spieler heilen können. Und wir haben natürlich ein Orobit Mining Attachment, was wir hier einbauen können. Damit können wir kleinere Mineraliensteine abbauen, spezielle, und auch so ein bisschen nebenbei noch Geld machen, wenn wir gerade unterwegs sind. Diese Steine zum Abbauen, die findet man meistens in Höhlen. Und sollte man mal eine Höhlenmission haben, dann ärgert man sich, das zum Beispiel nicht mit dabei zu haben. Und wir haben noch das Cambio. Das ist dafür gedacht, dass wir Hülle abbauen können von Raumschiffen, die irgendwo rumstehen, kaputt sind. Da können wir so ein bisschen die Hülle abziehen, können dann unseren Kanister voll machen. Ich weiß noch nicht, ob die Reparaturfunktion auch funktioniert dort. Das Ganze lässt sich dementsprechend auch wechseln. Wir werden jetzt hier zum Beispiel mal dieses Gerät wegpacken. Dazu ändern wir. Also ihr seht schon, ich kann hier das auch alles dementsprechend anklicken. Ich kann mir jetzt hier auch das Multitool aus der Hand nehmen und kann dementsprechend ein anderes Multitool hinsetzen mit einer anderen Farbe und das mal austauschen. Und kann jetzt tatsächlich dieses Multitool benutzen. Und ihr seht, das sieht auch schon anders aus. Es ist eigentlich dasselbe, es hat halt einfach nur eine andere Farbe. Und kann dann dementsprechend diese Sachen, die ich hier brauche. Hier ist zum Beispiel dieser Kanister für diese Hülle. Oder dieses Lifeguard Refill, also für
das hier oben, diese Nachfüllpatrone, um es mal so zu nennen. Eine Art Magazin. Und so ähnlich ist es mit den Waffensystemen auch. Dann wechseln wir das einfach mal. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Pistole. Oder besser gesagt eigentlich eine Art Revolver, in denen wir auch Sachen anbauen können. Wir können jetzt hier zum Beispiel, ihr seht, ich habe hier einen Laserpointer dran, den können wir auch abnehmen oder ransetzen. Das gleiche gilt hier oben. Wir haben verschiedene Aufsätze, die wir nehmen können. Silencer in dem Fall, also und auch hier in der Visierung ist es das gleiche. Wir können hier verschiedene Visierarten einbauen und dementsprechend unsere Waffen so customizen. Und das Ganze funktioniert dann natürlich mit dem Gewehr auch. Ihr seht, auch hier ist es möglich, das umzubauen und da noch das ranzubauen, was wir gerne benutzen wollen. Hier sieht man dann auch, den Laserpointer ist dann zuschaltbar dementsprechend. Und so können wir uns eigentlich komplett ausstatten. Vom Helm über die Panzerung, die Armschienen, die Beinschienen und auch darunter ist noch ein Anzug. Auch den können wir noch variieren. Die sogenannten Undersuits sind dementsprechend für verschiedene Aufgaben schon gemacht. Also wir haben zum Beispiel extrem kalte Planeten, extrem heiße Planeten und dafür brauchen wir wieder ganz spezielle Undersuits und ganz spezielle Helme, die dann diese Gradzahlen einfach abkönnen. Ansonsten sind aber die Kampfanzüge so gemacht, dass wir die meisten der Planeten und Monde so betreten können und dort überleben können. Ist es halt so, dass ihr in einem normalen Kampfanzug seid und ihr bei einem zu heißen Planeten zum Beispiel seid, dann ist es, habt ihr eine gewisse Zeit, die euch der Anzug anzeigt, wo ihr drin überleben könnt. Das sind manchmal 30 Minuten, manchmal 15 Minuten, also ihr habt dann noch Zeit zum Reagieren. Gut, dementsprechend sind wir hier jetzt erstmal fertig und steigen mal wieder in den Pilotensitz. Und heben hier mal ab. Das geht dann wesentlich schneller. Und dann werden wir mal gucken. Wir haben jetzt natürlich Nacht. Und werden uns hier mal auch über den Mond bewegen. Gerade der Flug über gewisse Monde oder Planeten, wenn es dann so ruhig jetzt wie hier ist oder so, hat schon was sehr Meditatives. Wir fliegen jetzt hier einen Heavy Fighter, der ist relativ agil natürlich und dementsprechend, wie man hier sieht, bewaffnet. Und wir haben dann natürlich auch gegen bestimmte Bewaffnungen Gegenmittel, die wir dann hier hinten zum Beispiel rauswerfen können. Diese Flares, das kennt man auch aus diversen anderen Flugspielen oder Simulatoren. Wir können auch Glück haben, dass wir zum Beispiel hier einfach mal drüber fliegen und dann sogar kleine geheime Piratenstützpunkte finden können. Ich denke, hier auf dem Mond wird es eher nicht so sein, dass wir da hier groß Erfolg haben werden.
bei der Suche. Aber bei anderen Monden ist das schon gerne mal so. Ja, bei diesem Geländeflug muss man natürlich aufpassen. Wir sind jetzt sehr nah am Boden schon. Wo wir dann wirklich hinfliegen, denn wie gesagt, dieses Kollisionsmodell der Berge und so, das ist alles da. Also das ist hier alles begehbar. Das ist jetzt nicht einfach nur ein Bild, was geladen wird oder so, sondern dieses Gelände, ja, alles existiert hier wirklich. Ich habe gehofft, dass ich hier vielleicht noch den Sonnenschein einfangen kann. Aber wir sind tatsächlich gerade von der Drehung des Mondes genau auf der anderen Seite. Wir haben jetzt tatsächlich die Schattenseite erwischt. Also die Planeten haben tatsächlich eine Tag-Nacht-Zeit, die drehen sich alle wirklich und dementsprechend kann es halt sein, dass ihr manchmal auf der Station kommt und es wird gerade Abend, es wird gerade Tag, wie auch immer. Also das ist tatsächlich alles hier implementiert und das ist halt mit dem Planeten, mit dem Monden ist das halt immer wieder sehr interessant, wenn ihr manchmal dann doch mal ein bisschen in Ruhe fliegen wollt, so wie ich jetzt hier gerade hier auf dem Mond. Ich habe den jetzt bewusst gewählt, da ist relativ wenig los, da ist nicht gerade viel Action, so dass man das alles mal zeigen kann. Und man kann hier dann auch mal so die ein oder anderen schönen Aufnahmen machen. Ja, und wie gesagt, ich habe das immer wieder mal, dass ich dann auch einfach gerne noch nach Beendigung der Mission, dem Sonnenaufgang oder entgegenfliege und mir dann gerne mal auch das dann angucke. Denn ihr habt es ja jetzt gerade gesehen, also nicht nur auf der Station, wir können jetzt hier auch einfach mittendrin irgendwo landen und uns dann das Raumschiff verlassen und uns dann da hinsetzen. Aber wir werden jetzt langsam Richtung A-Korb wieder verlegen. Dazu die Karte auf und werden jetzt erstmal dort zurückwarpen und wir haben jetzt schon ein bisschen überrissen, den Quantum Drive dementsprechend berechnen lassen. Und ich werde noch versuchen, das in der Außenkamera hier noch einzufangen, wie das aussieht, wenn wir dann in den Quantum Drive gehen.
ein bisschen Glück kommen wir jetzt hier bei Tag an. Und auch hier ist es möglich, bei diesen kleineren Strecken mal in den Quantum Drive hier auf dem Mond zu gehen und dann schneller zu verlegen. Kann man alles in Echtzeit fliegen, würde jetzt aber wie gesagt viel zu lange dauern. Richtung Area 18. Wir müssen jetzt natürlich unseren Raumhafen, unseren Flughafen quasi finden. Jetzt müssen wir natürlich gucken mit dieser Wolkendecke, ist das immer so eine Sache. So, heute ist es aber nicht ganz so stark bewölkt, also ich hatte hier schon auch manchmal schon Probleme, dann gleich den Raumhafen zu finden. Wahrscheinlich genau auf der anderen Seite. Wir müssen auch aufpassen, hier auch die Gebäude sind alle real hier. Da so ein bisschen vorsichtig sein, dass wir hier nicht in die Wolkenkratzer krachen. Das ist hier ein bisschen schwierig mit der Wolkendecke und den hohen Gebäuden. Vor allem mit diesem einem Gebäude. Schon den einen oder anderen dann doch da. Den Krachen sah. Hier sieht man jetzt zum Beispiel tatsächlich auch so einen Spieler, der selber unterwegs ist. Man sieht jetzt auch. Das gleiche wieder. Man muss die Comms bedienen, man muss um Landeerlaubnis fragen. Und jetzt müssen wir uns aber erstmal, bevor wir jetzt einen Hangar angezeigt kriegen, müssen wir uns dementsprechend dem Flughafen nähern. Und da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen, wenn ihr durch die Wolkendecke brecht, dass ihr hier nicht in diese ganzen Gebäude knallt, quasi. Und sind wir dann nah genug? Also ihr müsst auch manchmal, wenn ihr das nicht gleich seht, warten. Jetzt seht ihr das genau vor mir, pinkt es dann auf. Also man muss nah genug dran sein. Gerade mit den kleineren Schiffen dauert das immer ein bisschen, bis er euch das anzeigt. Geschwindigkeit ein bisschen reduzieren und dann können wir hier quasi, ihr müsst dann immer manchmal gucken, es sind 2 Hangars zum Beispiel offen, dass ihr dann auch den richtigen nehmt. Hier richtig rein. Das war ein bisschen am Anfang ein bisschen schwierig mit der Kamera und so. Das Schiff sieht am Anfang immer größer aus als der Hangar. Wenn man dann wirklich rankommt, sieht man, dass man da eigentlich sehr gut reinpasst. Wie ihr seht, passt das eigentlich ganz gut so. Hier kommen wir jetzt
zu diesem Restock. Das waren die Flares und hier haben wir jetzt den Sprit. Verlassen wir den Pilotensitz und weil wir ja unsere Ausrüstung noch im Schiff haben, daran müssen wir auch denken, gehen wir jetzt hier noch ins Inventar, bevor wir rausgehen. Und gehen auf Move All und zu Local. Und jetzt haben wir dieses Equipment für uns auf dem Stationenplaneten, wo wir es dann auch immer haben wollen, damit wir uns dann für kommende Aufträge ausrüsten können. Rampe zu. Und dann geht es auch schon zurück zum Raumhafen. Ja, das war meine kleine Exkursion. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wenn ihr mehr sehen wollt und auch mal, dass wir so ein bisschen Piraten jagen oder auch mal der Crusader Security helfen etc., dann lasst es mich wissen. Bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch eine schöne Woche.